Hallo, willkommen bei Piranha-Becken TV. Die Session 10 fängt jetzt an. Es ist eigentlich recht warm hier, ne? Noch. Geht, ich glaube, du hast dich einfach viel bewegt. Ich habe mich viel bewegt, weil ich hier die Sachen drapiert habe oder so. Ich glaube schon. Ja, ne? Und da haben wir uns auch direkt zu Anfang schon ein tolles Ding hier zurechtgelegt, nämlich ein Problem. Ja, unendlich viele Probleme, die ein einzelnes kleines Feature beherbergen kann. Genau. Ja, das Thema ist nämlich das Türenproblem. Ja, ein klassisches Beispiel, wie man als Game Designer an ein klitzekleines Problem in einem Spiel herangehen kann und wie viele Fragen das eigentlich aufwirft und wie viel Impact das haben kann auf die weiteren Entscheidungen, die man dann trifft. Tja, aber was sagen denn die Spieler dazu? Tja, also wir haben weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, wie wichtig sind dir eigentlich Türen in einem Spiel? Naja, und die haben Folgendes gesagt. Türen sind natürlich sehr wichtig in einem Videospiel, aus dem einfachen Grunde, weil Türen natürlich dazu gehören, halt eine Geschichte zu erzählen. Also es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob eine Tür aufgeht und eine Tür zugeht. Allein das ist ja schon sehr wertig, wenn es um Geschichten geht. Sehr wichtig, damit ich weiß, dass das, was draußen ist, auch draußen bleibt. Also wenn ich in die Tür reingehe und dann lädt er eine halbe Stunde, finde ich die schlimm. Ansonsten finde ich das schon wichtig, um, sag ich mal, dass ich Räume so weit abschotten kann, dass ich nicht weiß, was da drin ist, bevor ich diese Tür aufmache. Und man möchte viel mehr Türen aufmachen. Oder es sind meistens nur Texturen und man sagt sich, wieso geht diese Tür nicht auf und die nicht. Wenn sie da sind, sollten sie aufgehen. Sie sind Mittel zum Zweck, um irgendwo durchzukommen. Ob da eine Tür ist, die mich aufmachen kann oder nicht, ist mir jetzt nicht so wichtig eigentlich. Total wichtig. Und ich finde es ganz schlimm, wenn es Türen gibt, in die ich nicht rein kann. Türen sind total wichtig und ich hasse es, wenn man durch Türen nicht durchgehen kann. Wenn eine da ist, muss man auch durchgehen können. Naja, muss man durch halt, ne? Also wenn sie zu sind, ist scheiße. Wenn ich sie aufmachen kann, ist toll. Oder wenn ich Rätsel lösen darf, um sie aufzumachen, ist auch toll. Und dann kommt es darauf an, was dahinter ist. Für mich unwichtig. Ja, also nicht so wichtig, ne? Ja, das ist ja immer so eine Sache, Oder ne? Nehmen wir mal die Türen exemplarisch für sehr viele Dinge, die man in ein Spiel packen kann. Ja. Also die Tür ist im Grunde genommen, manchmal fällt es den Spielern gar nicht so richtig auf, je nachdem, was das Spiel sonst noch bietet, wenn Türen einfach fehlen. Und, da war eine Tür? Genau. Wenn man die schlecht einbaut, sage ich mal, dann fällt ihnen relativ schnell auf und dann wird über die Türen auch gemeckert. Ja. Und wenn man das gut macht, dann, ja, was heißt denn eigentlich gut? Wie kann man denn Türen gut einbauen? Kommt, glaube ich, ganz schön stark aufs Spiel an. Ja. Ne? Welche Art Spiel man da gerade anbieten will und wie wichtig dann die Tür ist und wie viel Zeit man in die Tür investieren will. Also wir haben ja gerade gehört, wofür man Türen braucht, ne, um Sachen abzuschließen, um jetzt irgendwie voranzukommen, den Spieler davon abzuhalten, Dinge schon zu erfahren, bevor er sie eigentlich können soll und den Spieler neugierig zu machen, überhaupt etwas abzuschließen, irgendwo Gameplay einzubauen und solche Dinge, ja. Aber ja, wir stehen eigentlich nie so auf Türen. Wir bauen Türen ein. Also wir haben Türen in unseren Spielen, aber sehr wenige davon. Warum? Das werden wir jetzt mal beleuchten. Genau. Es gab einen Aufsatz über das Thema Türen von einer anderen Spieleentwicklerin, die sich dieses Themas auch schon mal angenommen hat. Und das nehmen wir mal exemplarisch dafür, welche Fragen man sich eigentlich als Game Designer stellen muss, wenn man Türen tatsächlich einbauen will. Oder ob man das überhaupt will. Genau. Und einige von diesen Fragen, das sind nämlich unheimlich viele, wir haben da so mal aufgemalt, ja, wie viele Fragen es da wirklich gibt, die man sich dann als Game Designer beantworten muss und wenn man sie einbaut. Und da fangen wir mal einfach mal an. Die erste Frage ist, haben wir Türen im Spiel? Wir versuchen es mal. Ne? Sind da Türen drin? Die zweite Frage ist, kann der Spieler sie öffnen? Das heißt, muss der Spieler dahin gehen können, um sie offen zu machen? Oder gehen sie einfach auf, wenn er sich nähert? Oder gehen sie vielleicht auch gar nicht auf? Ja, sind sie vielleicht auf. nur, ne? Es gibt ja viele Szenen, also besonders gerne in irgendwelchen Schlauchleveln oder in irgendwelchen Hintergrund, wie ist das Fachwort? Hilf mir. Showcase? Showcase, genau. Da kann man die Türen sehen, man kann sie aber niemals erreichen. Ja, Showcase ist nämlich einfach nur zur Show. Ein Showcase. Also da ist nichts zu erreichen, sondern es sieht einfach nur toll aus. Ja. Und da kann man dann eine Tür hinmachen. Oh, man könnte, wenn man diese Tür öffnen könnte. Aber machen wir ja nicht.
Genau. Wir wollen ja gucken, dass der Spieler die öffnen kann vielleicht. Oder auch nicht. Gut, nächste Frage. Kann der Spieler dann auch jede Tür im Spiel öffnen? Das ist nämlich genau das, was du sagst. Das muss man sich beantworten. Also es gibt ja Türen, die sind einfach nur Fassade, Showcase. Ja, oder Türen, die tatsächlich eine Funktion haben. Ist eine Frage. Spielt zum Beispiel die Optik eine Rolle? Das heißt, wenn ich eine Tür habe und die sieht immer gleich aus und einige davon sind zu öffnen und andere nicht, dann bringe ich dem Spieler bei, es bei jeder Tür zu versuchen und dann oft vor verschlossener Türe zu stehen. Und wie sehen diese Türen dann aus? Sind die einfach nur Dekoration? Sind die Teil der Textur? Das heißt, es ist eigentlich, wenn man so gucken würde, gar keine richtige Tür mit Scharnier und so weiter, sondern einfach nur so eine Wand, ja, wo eigentlich gar keine Tür ist, sondern einfach nur so ein Bild von einer Tür. Mhm. Die muss dann auch eindeutig erkennbar sein, ja, unterscheidbar sein, ja, zu einer Tür, die man öffnen kann. Weil sonst würde der Spieler nämlich zu jeder Tür gehen, kann ich nicht. Nein, der Spieler, der sollte schon, wenn es nur Dekorationstüren sind, direkt schon sehen können, nee, die Tür, die kann ich gar nicht öffnen. Da brauche ich gar nicht hingehen. Klassischerweise entscheidet sich so ein Game Designer dann dafür, irgendwie die Tür irgendwie kaputt aussehen zu lassen, ja. Fehlt die Klinke, oder ist irgendwie... Aber auch nicht zu kaputt, weil sonst hätte ich nämlich das Gefühl, ich müsste da ja eigentlich durchkommen. Also so blöde Bretter da, wieso kann ich da nicht durchgehen? Da ist noch eine Tür. Mhm. Ja, warum kann ich die nicht klein schlagen? Wieso kann ich die nicht kaputt hauen? Also muss die schon irgendwie zu sein, kaputt... schwierig, ja? So. Ja, und wie kann der Spieler den Unterschied rauskriegen? Haben wir gerade schon. Sind die... Einfärben, das wäre auch eine Möglichkeit. Ach so. Das heißt, alle Türen, die irgendwie grün sind, kann man öffnen, alle Türen, die irgendwie rot sind, kann man nicht öffnen. Das hat der Spieler relativ schnell gelernt, aber da meckern auch oft viele über das Thema Immersion. Ja? Wenn man es zu platt macht, dann versteht der Spieler zwar relativ schnell die Game-Mechanik, aber sagt, das ist doch völlig unrealistisch. Rote, grüne, blaue, gelbe, grüner Schlüssel, roter Schlüssel sammeln, gelber Schlüssel, Türen aufmachen, Reaktor sprengen, raus. Und das irgendwie immer wieder, repetitiv. Das findet der Spieler doof. Mhm. Man könnte in einem Sci-Fi-Spiel vielleicht noch so machen, irgendwie hast du so ein Panel und das ist leuchtet rot, wenn die Tür nicht funktioniert, ja. Dann kann man wenigstens noch sagen, es funktioniert und es wäre theoretisch sogar noch logisch, ja. Ob das schön ist, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber solche Lösungen, ne, wie bringe ich dem Spieler das bei? Ja, Funktionalität vor Visualisierung sagen wir immer. Das heißt, erstmal muss es funktionieren und danach darf es irgendwie aussehen. Aber bei einer Tür ist das halt nicht so einfach, ne? Dann kommt der nächste Punkt. Ist die denn abgeschlossen? Also, okay, wir gehen davon aus, wir können sie öffnen. Ist die abgeschlossen? Das heißt, ich gehe da hin und weiß, okay, es ist eine Tür, die kann ich öffnen. Das heißt, das muss ich irgendwie sehen und da hat man gerade und dann ist die zu. Ja. Das heißt also, ich muss ja irgendwie das Ding dann, also das Spiel sagt mir dann, ja, du könntest sie öffnen, wenn du einen Schlüssel hast oder wenn du einen bestimmten Perk gelernt hast, nämlich Lockpick, oder wenn du Lockpick dabei hast und. Das heißt also, da gibt's auch eine ganze Menge Fragen, die dann aufkommen, ne? Wie öffne ich diese Tür? Es gibt auch Türen, ja, mit irgendwie so einem Schaltpanel, wo du mit einem Minigame irgendwie so Nummern und so, dann geht die Tür auf. Oder du hast einen Schlüssel in der Tasche. Oder du kriegst eine Nachricht von irgendjemandem, klopfst an die Tür und sagst, hallo, das Passwort ist bla bla bla. Gibt mehrere Möglichkeiten. Gibt schon noch etliche andere, ja, wie man so eine Tür öffnen sollte. Am besten ist es auch an dieser Stelle wieder, wenn das Spiel dem Spieler dann relativ schnell beibringt, was er zu tun hat, um diese Tür überhaupt aufzukriegen. Das heißt, wenn ich da hingehe, die Tür ist zu und die ist zu und das Spiel sagt mir nicht wieso und das Spiel sagt mir auch nicht, was ich jetzt machen muss, dann ist das, habe ich es auch wieder vergessen. Dann ist es auch schlecht, ja. Das heißt, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das aufzubrechen. Entweder es geht tatsächlich so eine Art Minispiel auf und sagt mir, das kannst du noch nicht oder das kannst du schon, probier mal, ne, dass man direkt irgendwie eine Funktionalität an die Tür bindet oder man macht es zum Beispiel mit Player-Kommentaren, dass der Player sagt, so klassisches Adventure irgendwie, da fehlt mir ein Gegenstand oder das kann ich noch nicht oder was weiß ich, irgendwas in der Art. Ja. Das Spiel muss mir erklären, was mit dieser Tür, was es damit auf sich hat, damit ich mir am besten noch irgendwie diese Tür merken kann. Ja, dann sollte irgendwie auch mich diese Tür dann so dran erinnert haben am Ende des Tages, dass wenn ich, oh, jetzt habe ich dieses Perk gelernt. Wo war denn nochmal diese blöde Tür? Wo war die Tür? Ja, solche Dinge zum Beispiel. Dann rennst du dann irgendwie, klapperst dann irgendwie, ach, das ist eine Tür, die kann ich öffnen, die kann ich öffnen, die kann ich nicht öffnen. Aber ich muss mir ja merken, damit es überhaupt was bringt, so ein Feature einzubauen, eine Tür, die verschlossen ist. Das ist schon mal die erste Hälfte der Wahrheit. Jetzt kommt die zweite. Du hast auch noch ein paar hier, ne? Ja, was machen denn Feinde? Dürfen die mit durch eine Tür? Also nehmen wir mal, wir haben eine Tür und diese Tür lässt sich öffnen,
wer darf da durch? Nur der Player? Oder auch Gegner? Und, Oder einfach irgendwelche NPCs, die zur Arbeit gehen. Das heißt, man müsste dafür Sorge tragen, dass jetzt nicht einer, der ständig irgendwie zur Arbeit geht, so, ne, der schläft hier, der isst hier, der scheißt hier und da drüben arbeitet der. Da darf keine Tür sein, die der Spieler öffnen soll. Weil, wenn man eine Tür abschließt, dann muss man auch dann irgendwie den Level so bauen, dass man irgendwie sagt, da stellst du keinen NPC rein, der da durch muss, weil er sonst irgendwie vor der Tür steht und nicht durch kann. Ja, oder im schlimmsten Fall noch mehrere, die vor der Tür stehen. Ist ja nicht so, als würden wir sowas nicht kennen, ne? Aber es hat da mit dieser blöden Tür zu tun. Ist da einfach ein Loch in der Wand? Kein Problem. Ist da eine Tür? Dann muss dieser NPC vielleicht sogar eigenständig diese Tür aufschließen, durchgehen und wieder abschließen können. Macht kein Mensch. Das macht doch kein Mensch. Das ist ein Riesenaufwand. Das heißt also ein Spiel, wo irgendwie ein Typ irgendwo hingeht und die Tür aufmacht und hinter sich wieder zumacht. Meistens werden solche Sachen ja so gelöst, ja, dass NPCs vor der Tür oder oft, ja, vor der Tür stehen bleiben und dann einfach verschwinden. Ja, den Abstraktionsgrad des Spielers setzt man dann voraus, dass er sich vorstellt, wie der durch die Tür gegangen ist. Aber im heutigen Zeitalter will man normalerweise sehen, wie der Typ die Tür aufmacht, weil so Abstraktionsgrade sind manchmal erlaubt und manchmal nicht. Manchmal sollen sie auch realistisch aussehen. Aber sobald eine Tür auf ist, ja, und die war vorher verschlossen, dann will der Spieler da durch. Dann wartet er so lange, bis der NPC kommt und haha, da komme ich da durch. Aber dann steht der NPC vor der Tür, während die Tür gerade aufgeht. Also wann kann der da durch? Wenn die Tür aufgeht, während sie aufgeht, wenn sie aufsteht, wenn der Typ durchkommt, oder aber es ist auf jeden Fall kompliziert. Oft löst man das dann so, dass wenn man schon eine Tür hat, die man aufmachen kann, dass die dann zum Beispiel für immer aufbleibt, wenn sie einmal geöffnet wurde. Bumm. Ne? Ja. Das wäre etwas, womit man dann zumindest anschließend vernünftige Tagesabläufe darstellen kann. Denn NPCs, die Türen aufmachen, die müssen mit einem nicht mit an sich selbst hängenden Gegenstand interagieren. Ja, wenn ich alleine bedenke, ein NPC muss eine Türklinke greifen, die vielleicht irgendwann mal auf einer anderen Höhe ist oder sonst. Dann darfst du aber vor der Tür nicht einen erhöhten Boden haben, da darf nichts rumliegen. Das heißt, um die Tür drumherum, ne, bloß nichts hinlegen, keine Truhe und nichts, weil dann könnte nämlich irgendwie dann hubbel. Das funktioniert alles nicht. Vollkatastrophe. Und, ja, nicht nur das, sondern zu welcher Seite geht denn diese Tür auf? Ja. Das heißt, macht der NPC so, macht er die Tür auf, oder macht der NPC so die Tür auf, macht der Player so oder so. Manchmal ist es doch einfach nur, der Player macht so, ist die Tür auf. In welche Richtung? Man hat sich darauf geeinigt, laut Genfer Konvention, die natürlich Blödsinn ist, ja, dass Türen zu jeder Seite aufgehen dürfen. Wo ich gerade nicht stehe. Warum? Weil das sonst Properzen macht, also Probleme, weil ich im Weg stehe. Ich mache die Tür auf und nach dahin muss die Tür aufgehen. Ja. Auch da wieder schön, wenn man Science Fiction hat, dann hat man vielleicht einfach nur so ein was nach oben aufgeht, das ist super. Oder nach unten, oder nach links, oder nach rechts. Und in dem Moment, ja, wo die Tür aufgeht, hat sie auch gar keine Physik mehr. Das heißt eigentlich, ja, geht auch, aber es ist halt auch so. Stell dir vor, eine Tür geht irgendwie auf und da steht einer dahinter. Buff. Geht die Tür dann jetzt auf oder nicht? Oder doch oder nicht? Bei PUBG zum Beispiel, ja, kannst du dich zum Beispiel in irgendwelche Türen rein wubbeln. So, ne? Reinbacken. Bei uns auch. In Gothic teilweise oder so gab es auch so Türen, da war irgendwie, die gingen dann zu einer Seite auf und hin, dann hast du dort doch reingequetscht, weil es so halb Physik hatte und dann nicht. Und wenn die Physik wieder eingestellt wird, weil wir haben sie nämlich abgestellt, weil ist ja egal, wenn die Tür sich bewegt, dann ist keine Physik. Das heißt, ich kann da durchlatschen irgendwie. Und dann wird sie wieder angestellt. Da kann es sein, dass du drin stecken bleibst. Ja. So. Also macht man Türen, die, wenn sie zu sind, Physik haben. Das heißt, die ist zu, ja. Und wenn sie dann aufgeht, ist sie in dem Moment, wo sie aufgeht, hat sie einfach keine Physik mehr. Das heißt, das Ding geht einfach durch mich durch. Und damit man es einfach macht, weil Scharniere sind ja eigentlich immer nur an einer Seite, ja, darf man jetzt mittlerweile Türen zu beiden Seiten aufgehen lassen. Darum sehen solche Türszenen in Cutscenes immer am besten aus, weil die sind festgelegt und ändern sich nie. Ja? Während man im normalen Spiel einen Haufen Probleme sich damit einheimst. Ja. Wie öffnet der Spieler eigentlich die Tür? Hat man schon. Das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Sie kann schwingen, der Spieler kann einen Knopf drücken, ja, wie zum Beispiel beim Aufzug. Dann geht der auch auf und wieder zu.
Ne? Da hatten wir auch schon wieder so eine Diskussion, gerade bei Elex. Ja, wir hatten so einen Aufzug gerade am Spielstart und man wollte, dass der Spieler auf jeden Fall wenigstens einmal den Aufzug benutzt hat. Ne? Aber du konntest das Spiel verarschen, zumindest am Anfang, indem du irgendwie reingegangen bist, hast den Aufzugknopf nach unten gedrückt, bist schnell wieder aus der Tür raus und dann fuhr der Aufzug ohne dich. In dem Moment, wo die Tür zugeht. Ja. Und das Ding hat auch eine Tür, muss auch so sein. Ja. Also zumindest in der Mechanik, wie wir sie eingebaut haben. Aber lassen wir das ist zu kompliziert. Haben wir später dann wieder behoben. Eine Sache habe ich noch, ne, bevor wir da die Liste weitermachen. Ja, wofür sind Türen denn da? Die sollen da was zumachen, da soll der Spieler auch nicht durch. Das heißt, die Tür, die muss auch genauso abgepasst sein, dass da kein Spalt ist. Sonst wubbelt sich der Spieler da unter Umständen einfach da durch. Das heißt also, der Level, der muss auch genau so gebaut sein, dass man diese Tür dann dazu passt. Aber was für eine Tür denn? Die Tür jetzt der Berserker oder die Tür jetzt der Alps oder die Tür der Kleriker? Das heißt also, die haben auch unterschiedliche Kulturen zu bedienen. Das heißt, du kannst nicht nur eine Tür bauen, du musst halt mehrere Türen bauen, die auch unterschiedliche Topologien und Mechaniken haben und so weiter. Ja, dass dann entsprechend dann auch die Türen gebaut werden. Die werden dann also repetitiv irgendwie gebastelt, die dann auch zum Level passen müssen, sonst kommt man ja dran vorbei. Das heißt, wir von der Story, wenn wir sagen, das ist wichtig, was dahinter passiert, dann muss man das auch so abschließen und es ist alles... Ja. Hinzu kommt das typische Pferdeproblem, ne? Das war zum Beispiel Bock Sieg 3 Thema irgendwie. Hätte man jetzt ein Pferd gehabt und man kann darauf reiten, was passiert denn da mit dem Pferd an der Tür? Wenn man ein Tor hat, das so groß ist, darf das Pferd dann irgendwie da durch oder bleibt es mit dem Kopf an der Tür hängen? Ja, oder noch einfacher, du hast ein Monster, was größer ist als ein Mensch. Ja, dann bleibt der an der Tür hängen. Bleibt der an der Tür hängen. Wenn es blöd aussieht, klar. Ne? Das hat aber mit dem Türenproblem an sich nichts zu tun, weil wenn keine Tür drin ist, dann musst du einfach nur ein großgenügiges Loch machen. Das ist richtig, aber fürs Pferd wäre es wieder interessant, weil das gehört ja zu mir. Du willst eine Tür aufmachen, während du auf dem Pferd sitzt? Ja. Und das soll dann auch korrekt aussehen. Wie der da rumhampelt und dann irgendwie an der Klinke da rumwerkelt, oder? Ja. Was ist mit Multiplayer? Wenn ich 2 Spieler habe, kann der eine dann die Tür öffnen und hinter dem anderen wieder schließen? Oder bleibt die Tür für beide offen? Wenn der eine sie geöffnet hat, ist sie dann für beide offen? Muss man sich fragen. Genau. Auch noch schön. Ich habe Partymember. Wie viele Partymember habe ich bei mir? Wie viele kann ich gleichzeitig mit durch die Tür nehmen, ohne dass es blöde aussieht? Und was passiert, wenn einer hinter der Tür stecken bleibt? Auch wieder der Klassiker Aufzug. Was machen die Spieledesigner? Wenn ich in den Aufzug gehe und ich will meinen Partymember mitnehmen und der ist nicht schnell genug auch in dem Aufzug, dann wird er da einfach rein teleportiert, damit ich gewährleiste, dass ich den niemals verlieren kann und der immer da ist. Aber unrealistisch, ne? Das ist unrealistisch. Und das Problem daran ist, dass das Ding einfach losfährt. Das heißt also im Grunde genommen, sinnbildlich die Tür sich hinter mir direkt schließt. Und alles, was hinter mir ist, würde draußen stehen bleiben. Richtig. Auch wieder so ein Abstraktionsgrad, den ein Spieler eigentlich akzeptiert. Ja. Ja, wenn er sagt, ja gut, okay, das ist halt Game-Mechanik. Aber wie viel kann man sich davon erlauben am Ende des Tages? Gut, jetzt haben wir irgendwie 1000 Punkte aufgezählt. Da gibt es auch noch mehr. Ja. Müsst ihr einfach mal im Internet googeln nach das Türenproblem. Ja, oder besser noch The Door Problem. Dann findet man es schneller. Ja, das findet man auch so. Ja? Ja, ja. Gut. Das Türenproblem ist eine Sache, die ist ziemlich allgegenwärtig und der Witz an der Sache und sowas wie die Pointe am Ende ist irgendwie, der Spieler würde dann am Ende, wenn du ihn fragst, irgendwie, ja, da war da die Tür, da haben wir uns einen riesen Aufwand gemacht, riesen Affen und so weiter, ne? Wie fandst du das? Da war eine Tür, würde der Spieler sagen. Das heißt, es ist eigentlich ein unwichtiges Feature, auf der anderen Seite aber auch nicht. Ja. Das ist sehr kompliziert, kann kompliziert sein. Wir haben Türen im Spiel, weil wir einige Räume abschließen wollen. Aber wir halten es sehr schmal mit Türen, weil wir genau wissen, dass diese Türen potenziell immer mehr Probleme machen, je mehr Türen man einbaut. Ganz einfache Rechnung. Und ja, damit haben wir euch einen kleinen Einblick gegeben in unsere alltäglichen Wahnsinn der Arbeit, die wir so vorziehen müssen. Und ja. Hast du eine Community-Frage? Ja. Es fragt einer, ob deine Ringe, die du da trägst, ein Relikt aus deiner Vergangenheit als Türsteher sind, damit man stärker zuschlagen kann. Also, ein Schlagring oder sowas wie diese Dinger damit zuzuschlagen, das ist ein Verbrechen. Ja?
Und den Schaden, den du damit verursachen würdest, ja, der wäre, ich würde jetzt mal schätzen, irreparabel. Das heißt, du würdest da ordentlich Schaden mit anrichten. Das heißt, nein, als Türsteher habe ich sowas natürlich nicht verwendet. Das ist reine Zierde, reiner Schmuck und den habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren zugelegt. Ne? Genau, ist einfach nur Spaß. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Piranha Byten TV. Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.